herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause ganz einfach ein leckeres Brot selber backen könnt. Dafür starten wir am Tag zuvor mit einem Vorteig, 2 Gramm Hefe und 125 Milliliter Wasser in einem hohen Gefäß verrühren, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Dann 100 Gramm Roggenmehl dazugeben und alles mit einem Löffel glatt rühren. Danach mit einem Deckel oder Frischhaltefolie abdecken und über Nacht zur Seite stellen. Am nächsten Tag erneut ein hohes Gefäß hernehmen, einen Viertelwürfel Hefe hineinbröseln, 150 Milliliter Wasser dazu gießen und wieder verrühren, bis sich die Hefe komplett aufgelöst hat. Die Hefe-Wasser-Mischung anschließend zusammen mit 400 Gramm Mehl, dem Vorteig, 25 Gramm weicher Butter und einem Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Der Teig ist perfekt, wenn er sich komplett von der Schüsselwand gelöst hat. Wenn das der Fall ist, eine Kugel aus dem Teig formen, zurück in die Rührschüssel legen und mit einem Küchentuch bedeckt für 1 Stunde an einem warmen Ort ruhen lassen. Nach einer Stunde die Arbeitsplatte leicht einmehlen, den Teig auf die bemehlte Fläche geben, von oben ebenfalls etwas bemehlen und dann mit den Händen nochmals gut durchkneten, etwa 1 bis 2 Minuten, dabei den Teig immer von außen nach innen ziehen und wenn das erledigt ist, dem Teig eine eher längliche und ovale Brotform geben. Danach eine große Auflaufform mit einem Bogen Backpapier auslegen, das Brot mittig in der Auflaufform platzieren, von oben etwas mit Mehl bestäuben und dann mit einem Deckel abdecken und für weitere 45 bis 60 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Nach der Ruhezeit das Brot mit einem Messer 3 bis 4 Mal etwa 1 cm tief einschneiden, wieder abdecken und dann im vorgeheizten Backofen bei 250 Grad Ober-Unterhitze für 30 Minuten backen. Nach 30 Minuten das Brot aus dem Ofen holen, den Deckel abnehmen und nochmals für etwa 5 bis 6 Minuten in den Ofen schieben. Dabei aufpassen, dass das Brot nicht zu dunkel wird. Und danach sind wir auch schon fertig. Das Brot jetzt am Backpapier aus der Backform heben und auf einem Gitter abkühlen lassen. Nachdem das Brot etwas abkühlen konnte, können wir es auch anschneiden. So sieht es jetzt von innen aus. Hier nochmal das Endstück, innen wunderbar fluffig und außen kross und knusprig. Ich lasse mir das Brot jetzt schmecken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.